Wenn das mein Traumleben sein soll, dann weiß ich nicht, warum ich so unglücklich bin. Ich will das nicht, ich mag das nicht so, Angelika. Wenn du da durchgehst, dann hast du es geschafft. Nach 5 Wochen hat er das Blut abgenommen, hat gesagt, da ist ja nichts mehr sichtbar von Krebs. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Erfolgsgeflüster. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein heutiger Gast hat eine steile Karriere hinter sich, bis hin zur Vorständin in einem amerikanischen Konzern. Und doch hat sie irgendwann festgestellt, dass dieses Leben, das Leben, was viele als Traumleben bezeichnen würden, sie nicht glücklich macht. Und sie hat sich also auf die Suche gemacht, sich von diesem alten Leben getrennt, um sich selbst zu finden. Heute arbeitet sie als Coach, als Mindset-Coach und begleitet andere Personen dabei, ihr Leben zu transformieren, den Weg in die Selbstständigkeit zu gestalten und einfach ein Stückchen glücklicher, erfolgreicher durchs Leben zu gehen. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist und damit begrüße ich sie. Hallo Angelika Steiner-Kösslin. Hallo Michelle, ich freue mich, dass ich da sein darf. Wir werden jetzt gleich ein bisschen über deine persönliche Geschichte sprechen, auch ein paar Jahre zurückgehen, bevor wir dann natürlich nachher auf das zu sprechen kommen, was du heute machst. Stichwort Coaching, Stichwort Mindset und ähnliches. Aber lass uns gerne mal starten, denn du hast ja nicht immer in diesem Bereich gearbeitet, sondern du hast auch ganz klassisch quasi angefangen, ja, mit einem normalen Job angestellt sein und dann ordentlich Karriere gemacht. Was hast du denn eigentlich konkret gemacht? Ja, also das ist ein langer Weg gewesen, bis ich jetzt zum Coaching gekommen bin. Also ich habe damals BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert. Vorher habe ich ein Jahr Informatik studiert, weil ich so ein bisschen technikaffin bin und habe dann gemerkt, nee, Informatik ist es jetzt doch nicht. Also technische Physik bin ich irgendwie nicht so der Crack. Habe dann gewechselt auf BWL und das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich bin da echt, habe das durchgezogen wie, sage jetzt mal, wie so ein Überflieger, sehr, sehr schnell, auch sehr gut. Mein Studium da absolviert, tolle Jobs bekommen, auch gleich nach dem Studium in großen Konzernen. Also da habe ich sofort Wert drauf gelegt, dass ich im Lebenslauf die richtigen Firmen drinstehen habe. Und ja, und dann ist meine Karriere wirklich sehr, sehr steil bergauf gegangen. Ich war bis vor 11 Jahren, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, in einem der 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt im europäischen Komitee gesessen, Management-Komitee. Das ist sozusagen der Inner Circle des Managements und das als einzige Frau. Ja, aber man muss einfach dazu sagen, der Weg hört sich alles so schön an und da stand ein toller Titel auf der Visitenkarte, alles prima, aber ich war völlig im Hamsterrad. Aber vielleicht kommen wir da später noch dazu. Ja, das ist ja genau der spannende Teil, den wahrscheinlich jetzt viele auch hören wollen. Was war denn alles nicht so schön? Ne? Nach außen Lebenslauf top, Job top, Einkommen wahrscheinlich auch top, aber die Schattenseite des Ganzen vielleicht. Was konkret hat dir denn persönlich da eben nicht mehr gefallen irgendwann, dass du auch gesagt hast, du machst den Ausstieg? Ja, also es war zunehmend so, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich bin nur noch eine Marionette. Ich werde permanent nur bespielt mit Zahlen, Daten, Fakten und ich bin ein sehr zielorientierter Mensch. Das heißt, wenn ein Ziel vor Augen da ist, dann was macht die Angelika? Sie setzt alles in Bewegung, damit dieses Ziel erreicht wird. Und das war natürlich super, weil in meinem Job war ich extrem gut, extrem erfolgreich, sonst wäre ich nicht so hochgekommen. Aber wenn ich jetzt mein Leben damals angucke, die ganze Zufriedenheit in meinem Leben, das ganze Glück, gut schlafen, sie wohlfühlen im eigenen Leben und das Gefühl haben, ich habe ein selbstbestimmtes Leben, das wäre eben nicht der Fall. Und das habe ich zunehmend mehr und mehr gemerkt. Also es ging im Endeffekt so, ich würde sagen 5, 6 Jahre, bevor ich ausgestiegen bin, los, dass ich gemerkt habe, boah, nee, also 7 Tage in der Woche, 24 Stunden erreichbar sein, ist schön auf der einen Seite, weil man natürlich das Gefühl hat, man ist unglaublich wichtig in diesem Unternehmen, aber auf der anderen Seite ist es halt brutalst anstrengend, weil ich habe im Endeffekt mein ganzes Leben nur noch nach dem Job ausgerichtet. Wann kann ich in Urlaub fahren? Wann kann ich mal was für mich machen? Wann lasse ich das Handy auch mal aus? Wann gebe ich besondere Auszeiten in mein Leben? Also das war eigentlich nie wirklich so gefühlt in meiner Möglichkeit, das zu steuern, sondern immer in der Möglichkeit nur des Unternehmens. Und nachdem ich das sehr gern gemacht habe, mein Job, war ich natürlich auch mega engagiert. Und das heißt, dass meine Tage nicht irgendwie von, was weiß ich, 8 bis 16 oder 17 Uhr waren, sondern die waren verdammt lange. Und wenn man mit einem amerikanischen Konzern arbeitet und da immer gute Ergebnisse bringt, dann kriegt man natürlich auch mitten in der Nacht mal irgendwie eine Nachricht vom obersten Chef, hey Angelika, ich hätte da eine Idee, könnte man da mal vielleicht morgen drüber sprechen. Und es war dann egal, ob es 3 Uhr nachts oder
Sonntagmorgen um 4 war. Das ist völlig egal gewesen. Ich war einfach immer im Grunde erreichbar. Und da ist es wirklich schwierig geworden für mich irgendwann, weil ich gedacht habe, okay, ich finde die Balance in meinem eigenen Leben nicht mehr. Meine erste Ehe hat immens drunter gelitten, weil dadurch, dass ich ein Haus in Köln hatte mit meinem damaligen Mann und aber in Hamburg meinen Job hatte, ich hatte eine Zweitwohnung, alles schön, Penthouse-Wohnungen, super Nobelviertel in Hamburg, ist alles schön und gut, aber ich war im Grunde ja nur noch Sklave dieses Unternehmens. Also ich bin da jeden Tag hin oder ich habe Gott sei Dank auch das Glück gehabt, dass ich viel auch von unterwegs aus arbeiten konnte. Ich bin dahin, habe meinen Job gemacht, bin nach Hause, habe was gegessen, habe vielleicht noch kurz irgendwie E-Mails beantwortet und dann war der Tag vorbei. Und am Wochenende bin ich nach Hause geflogen, nach Köln. Und mein damaliger Mann hat gesagt, also wenn ich jetzt nicht endlich aufhöre, das Handy abzuschalten, dann wird es schwierig mit einer vernünftigen Beziehung. Und ich war damals schon über 15 Jahre mit meinem Mann zusammen, bevor wirklich diese Extremsituation losgegangen ist, von wegen immer am Wochenende hin und her pendeln. Und das hat im Endeffekt die Ehe auch geschrottet, weil ich muss mir irgendwann entscheiden, okay, will ich jetzt meinen Job aufgeben? Und zu dem damaligen Zeitpunkt hat mir der ja noch super viel Spaß gemacht. Ein Erfolg jagte den nächsten. Und diese kleinen Anzeichen von wegen, hey Angelika, du schläfst nicht mehr so gut. Du hast öfter Migräne oder Kopfschmerzen. Du fühlst dich innerlich so antriebslos, was das Privatleben anbelangt. Du hast irgendwie so gar nicht mehr so diese innere große Freude, dieses große Strahlen in dir. Das ist immer lauter und lauter geworden, immer lauter und lauter. Und irgendwann war der Moment da, wo ich mir gedacht habe, so, und was mache ich jetzt? Also die erste Ehe geht jetzt im Grunde drauf. Das war klar, dass da keine Zukunft gibt, weil ich wollte meinen Job damals nicht aufgeben. Und mein damaliger Mann hat gesagt, du, also so kann ich und will ich nicht mehr weiterleben. Immer diese Wochenendbeziehungen. Ja, und dann ist die Beziehung drauf oder die Ehe draufgegangen. Ich habe mich scheiden lassen, war dann noch ein bisschen im Konzern und habe gemerkt, oh nee. Es gab irgendwann einen Punkt, da stand ich in meinem Haus in Köln, das kurz vorm Verkauf stand und habe mir gedacht, guck mal, da kriege ich gleich Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Guck mal, Angelika, das ist eigentlich dein Traumhaus. Du hast die letzten Jahre kaum was davon gehabt. Du warst nur am Wochenende kurz mal hier. Der Fokus lag die ganze Zeit auf der Firma, auf dem Handy, immer erreichbar sein. Willst du eigentlich so weiterleben die nächsten 20 Jahre? Und da ging es eigentlich los, als ich drüber nachgedacht habe, wenn das mein Traumleben sein soll, dann weiß ich nicht, warum ich so unglücklich bin. Weil wenn ich mit anderen drüber gesprochen habe, oh, und so, ich bin am Überlegen, ob das der richtige Weg ist, haben die alle gesagt, bist du wahnsinnig? Bei dir steht Vorstand auf der Visitenkarte und wer hat denn schon so eine Chance als Frau? Und dann bist du da ganz oben und jammerst herum. Alle anderen sind total neidisch auf dich. Wer hat denn schon sowas erreicht im Leben wie du? Du darfst dich nicht beklagen. Und dieses von außen, du darfst dich nicht beklagen, du hast doch das beste Leben, das man sich vorstellen kann. Porsche vor der Tür, fettes Gehalt, damals noch so ein richtig schickes Haus und tolle Ehe. Es war ja auch lange Zeit sehr, sehr toll. Und als ich dann aber angefangen habe, mich immer mehr damit zu beschäftigen, was will ich denn eigentlich im Leben? Was ist denn meine Idealvorstellung von Glück? Dann ist das ganze Konstrukt, okay, Konzernkarriere, wirklich total ins Wanken geraten. Und dann war irgendwann, ich glaube 2015, war dann ein großer Umbruch auch im Konzern. Und da hat die Konzernleitung, weil es in Amerika ging es wirklich schwierig, gerade der Markt, und dann hat die Konzernleitung beschlossen, okay, wir kicken jetzt einfach mal alle europäischen Manager raus, wir setzen das alles unter eine internationale Leitung, unter einen großen Hut aus Amerika. Und dann haben wir, es waren mal über 80 Top-Manager, haben einen goldenen Handschlag bekommen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mich komplett befreit gefühlt, erstmal. Und da war es dann wirklich so, dass ich gedacht habe, ja, okay, alles klar. Jetzt habe ich erstmal Zeit, mir zu überlegen, was will ich denn eigentlich in meinem Leben? Weil ich habe ein Jahr Gehalt noch weiterhin bekommen, eine fette Abfindung bekommen, habe meine Wohnung damals in Hamburg noch ein Jahr weiter bezahlt bekommen. Also alles soweit gut. Und dann habe ich wirklich viele Anrufe auch von Headhuntern bekommen, weil ich war im Versandhandel im Grunde, das ist ein sehr spezieller Bereich. Und wenn man über Jahre da gut ist, dann kriegt man auch Headhunter-Anrufe. Und dann haben mich Headhunter angerufen. Und dann war eine Situation, da hat ein Headhunter zu mir gesagt,
Frau Steiger-Köslin, bei Ihnen steht doch schon Vorstand auf der Stirn tätowiert. Sie können doch jetzt nicht sagen, Sie wollen nicht mehr in einen Konzern, Sie wollen nicht mehr Spielrat sein, Sie wollen auch nicht ständig irgendwie nur noch für die Arbeit leben. Das geht doch nicht. Sie müssen das doch tun. Und dieser eine Satz, bei Ihnen steht doch schon Vorstand auf der Stirn tätowiert, hat wirklich ganz viel bewirkt in mir. Da habe ich gedacht, nee, also bei mir steht erstmal gar nichts auf der Stirn tätowiert, was ich mir nicht selber drauf tätowiere. Ich will nicht irgendeinen Stempel drauf bekommen, ich bin dies oder das oder jenes und mich mit Gewalt sozusagen wieder in ein Korsett pressen lassen, in das ich nicht rein möchte. Und das hat dann sehr, sehr viel geändert in meinem Leben. Ja, sehr schön. Dann hast du quasi immer ein Jahr Zeit gehabt, wusstest, kannst dich jetzt umorientieren, wusstest auch, Konzern möchtest du nicht mehr. Wie ging es denn dann bei dir weiter? Oder dann muss man ein bisschen mit in dieses Jahr. Was waren so die Schritte, die du gemacht hast, um vielleicht auch herauszufinden, was dein nächster Schritt ist? Also im ersten Moment habe ich gedacht, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Auszeit, um wieder ein bisschen Energie zu tanken und mir zu überlegen, wo will ich denn eigentlich hin? Und das eine Jahr war gar nicht so easy, weil am Anfang denkt man sich, alles super, ich krieg mein Gehalt und ist alles toll, ich muss morgens nicht mehr aufstehen, ist doch perfekt, ich mache jetzt einfach, was ich will. Und dann war es aber schon so, dass so nach ein paar Wochen hat man das Gefühl gehabt, oder ich hatte das Gefühl, blöd, irgendwie komisch. Also, keiner will mehr was von mir. Ich weiß jetzt auch nicht so recht, wo die Karotte ist, nach der ich immer gelaufen bin. Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann war wirklich der Punkt da, wo ich mich auf die Reise nach mir selbst begeben habe, wo ich echt überlegt habe, okay, was ist Glück für mich? Was will ich in diesem Leben noch erreichen? Was will ich auch für Jobs machen? Wo will ich vielleicht auch Qualitäten rausbringen aus mir selber, die ich vorher nicht rausgebracht habe? Und dann war das wirklich ein sukzessiver Weg, wo ich immer mehr in mich reingehört habe, okay, wer bin ich, was will ich sein, wo will ich vielleicht mich selber auch in 10 oder 20 Jahren sehen? Und in dem Fall, wo ich mir solche Fragen gestellt habe und mir auch eine essentielle Frage gestellt habe, nämlich wer bin ich, wenn alle Rollen und Anforderungen von außen wegfallen? Als ich mir diese Frage nicht beantworten konnte, und das ist aus meiner Sicht eine der essentiellsten Fragen, um sich selber zu finden, da war der Punkt da, wo ich gedacht habe, okay, diese Frage muss ich mir beantworten. Wer bin ich eigentlich, wenn alle Rollen und Anforderungen von mir wegfallen? Und dann bin ich auf die Suche gegangen, habe sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, habe mich sehr gut gefunden, wer bin ich eigentlich, wenn alle Anforderungen und Rollen wegfallen, und habe dann auch eine Unternehmensberatung gegründet für den Bereich Leadership, also moderne Führung, habe dann Unternehmen auch beraten und bin dann sukzessive in den Weg reingekommen, muss ich jetzt mal sagen. Der hat mich eher gefunden, als dass ich ihn gesucht habe, dass ich eben Coach werde und mit anderen Frauen, mit Unternehmerinnen auch arbeite zum Thema Mindset, zum Thema auch Transformation von innen nach außen und vor allem, nachdem ich jetzt einige Jahre sehr, sehr erfolgreich als Coach bin, haben viele Frauen mich auch gefragt, du sag mal, wie machst du das? Kannst du mir bitte helfen, nicht nur ein guter Coach zu werden, sondern auch ein erfolgreiches Premium-Business aufzubauen. Und das mache ich mit großer Leidenschaft heute. Sehr schön, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal auf ein paar konkrete Beispiele zu sprechen, aber lass uns gerne mal über deinen Weg sprechen, auch mit der Selbstständigkeit. Lief das dann alles wie am Schnürchen oder gab es auch da wieder noch ein paar Phasen, wo du halt einfach vielleicht gemerkt hast, ist doch nicht ganz alles so einfach, vielleicht auch irgendwie gesundheitlich, neue Lebensumstände. Wie ging es da bei dir weiter? Also wie war dieser Aufbau der Selbstständigkeit? Das war alles total easy, alles ist super gelaufen. Nein, das war eine Katastrophe am Anfang, wirklich. Also dieser Schritt sozusagen in die Unternehmensberatung rein, der ist ja noch relativ einfach gewesen, weil ich habe ja nichts anderes gemacht als das, was ich im Konzern vorher auch gemacht habe. Menschen beraten, wie können sie erfolgreicher sein? Oder dafür gesorgt, Strukturen entwickelt, um erfolgreicher zu sein. Das war noch relativ easy. Ich habe da einen großen Netzwerkbereich auch gehabt, viele, viele Leute, die ich gekannt habe, die habe ich einfach angequatscht, habe gesagt, du, also ich sehe, in deiner Firma läuft's nicht so gut, da wäre es doch mal sinnvoll, einen Berater reinzuholen, und das war dann eigentlich ganz schön, die Anfangszeit, und das ist tatsächlich einfach gefallen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und ich glaube, das große Learning auch für alle anderen.
Ich habe dann gemerkt, nach ein paar Jahren, dass manche Unternehmen es nicht schaffen, sich zu transformieren. Und zwar, was mein Bestreben ja immer war, dass ich denen Tools an die Hand gebe und sage, hey, guck mal, wenn du das so und so und so und so machst, dann ist alles easy und dann läuft dein Laden und dann lieben dich deine Mitarbeiter und du bist der angesehenste Chef der Welt und dein Unternehmen floriert. Und ich habe die im Endeffekt ausgestattet mit richtig guten Tools, mit Strategien, habe auch am Mindset gearbeitet, aber dann war es einmal so, also ich glaube, da habe ich 3 Jahre schon als Unternehmensberaterin gearbeitet, dann hat mich ein Mitarbeiter eines ehemaligen Kunden angerufen und gesagt, Frau Steiger-Köslin, können Sie nicht bei uns Geschäftsführerin bitte machen, weil der Geschäftsführer macht jetzt wieder alles wie zu der Zeit, bevor Sie da waren. Und als Sie da waren im Projekt, das war ja super, da hat alles geklappt, wir haben uns wieder gemocht und jetzt gehen alle Streitereien wieder los und wir stehen wieder am Anfang. Und an diesem Zeitpunkt habe ich gewusst, okay, es braucht was anderes. Und das braucht's für jede Unternehmerin und für jeden Unternehmer da draußen, die erfolgreich werden wollen. Wenn man nämlich sein Business aufbaut, ausbaut, strategisch umorganisiert etc. pp., dann braucht's eine innere Einstellung dazu, um etwas wirklich verändern zu wollen. Und selbst wenn jetzt die Zahlen wirklich schlecht sind und ich sage, okay, ich muss jetzt unbedingt an den Zahlen was machen, ich hole mal einen Berater rein oder ich hole mal einen Mentor an die Seite, aber ich bin nicht bereit, etwas zu verändern und ich habe die Not noch nicht verstanden, etwas zu verändern, wirklich die Not, dann wird's halt schwierig mit der Transformation. Und da habe ich damals gedacht, okay, alles klar, Mist, also irgendwie, jetzt habe ich denen die tollsten Tools an die Hand gegeben, aber irgendwie scheinen sie es nicht zu kapieren, dass es wichtig und richtig ist, dass sie von sich aus wollen, was verändern und nicht nur die anderen sich verändern müssen. Und dann habe ich gedacht, okay, alles klar, ich muss also lernen, wie man Menschen von innen nach außen transformiert, damit das funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay, wer kann das? Und bin auf Tony Robbins gekommen, habe mir gedacht, ja cool, der kann Transformation sehr, sehr gut. Ich mache eine Ausbildung bei dem und das habe ich dann auch gemacht, jetzt werden es dann 5 Jahre, wo ich fertig bin. Und habe also mich ausbilden lassen zum Coach und bin auch zertifiziert. Und seitdem ist es viel, viel einfacher, mit Menschen Unternehmen aufzubauen und sie dazu zu bringen, erstmal das ganze Fundament in sich selber zu drehen und zu hinterfragen. So wie es mir im Endeffekt damals auch gegangen ist. Diese Frau Steiger-Köslin, gehen's doch und machen's Vorstand hier und da und dort. Wenn ich innerlich nicht bereit bin, wenn sie irgendetwas sträubt, diesen Weg zu gehen, dann muss ich erstmal im Inneren aufräumen. Weil wenn ich den Weg trotzdem gehe, dann funktioniert er nicht, weil ich an einem Punkt dann irgendwann lande, wo ich sage, Mist, eigentlich fühle ich mich doch unwohl. Und das ist das, was ich heute total gerne mache und was ich auch als Erfolgsrezept mitgeben kann. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich angefangen habe, mich zu hinterfragen, nochmal zu gucken, was sind meine Wertesysteme, mit welchen Menschen will ich arbeiten, wer bin ich, wofür stehe ich und wie baue ich dann sukzessive mein Unternehmen auf, dass es funktioniert. Ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, okay, jetzt klappt's. Aber ich habe gerade so in der Zeit, wo ich mich als Coach da etablieren wollte, sage ich jetzt am Anfang, so viel Fehler gemacht. Ich habe gedacht, cool, ich brauche jetzt erstmal eine tolle Website, also habe ich mir für 3.500 € eine Website machen lassen. Dann hat mir jemand gesagt, Angelika, du musst sofort Anzeigen bei Facebook schalten, das ist ganz wichtig, dann kriegst du Kunden. Dann habe ich kurz mal fast 25.000 € in Facebook-Ads geschalten, ohne dass ich wusste, wofür stehe ich denn eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich? Wer sind denn meine idealen Kunden? Was ist eigentlich mein Angebot? Ja, und als ich dann so für mich beschlossen habe, das kann es ja eigentlich nicht sein, dass ich jetzt hier permanent Geld beim Fenster rausschmeiß, habe ich dann gesagt, okay, der Weg bisher hat nicht funktioniert, das irgendwie gefühlt alles allein zu machen oder irgendwelche Ideen zu haben, was ich jetzt richtigerweise mache, um mein Business aufzubauen. Und deswegen habe ich mir dann auch gute Leute, gute Mentoren an die Seite geholt damals zum Start, gerade von meinem Online-Business, um das Business wirklich strategisch sauber aufzubauen. Und das gebe ich inzwischen auch weiter, das Wissen, und helfe anderen Coaches dabei, sich ihr Premium-Coaching- oder Berater-Business online aufzubauen. Wie kamst du da zu dem Schwerpunkt Mindset? Ja, also dieser Schwerpunkt Mindset, der kam im Endeffekt schon von der Unternehmensberatung, weil ich gesehen habe, dass ganz viele Menschen, also viele Unternehmer, einfach
ein komisches Mindset haben. Also die haben eine Gedankenwelt. Also ich habe damals ganz oft gehört, ja, ich habe so schlechte Mitarbeiter und die machen einfach nicht, was ich sage und die kapieren das nicht und so weiter. Das sind alles Glaubenssätze, weil wenn man die mal untersucht, näher reingeht, dann stellt man fest, dass vieles wirklich Dinge sind, die man sie permanent erzählt. Permanent erzählt. Und da gibt's ja diesen Spruch von The Self-Fulfilling Prophecy, also wenn ich mir immer was einrede, dann wird's auch so kommen, ob ich mir was Gutes einrede oder eben was Schlechtes. Und deswegen habe ich mich schon auch sehr, sehr stark darauf fokussiert, erstmal bei den Menschen anzufangen, da oben aufzuräumen. Klar zu machen, okay, das ist jetzt ein limitierender Glaubenssatz, das ist ein total falscher Glaubenssatz oder das ist irgendwas, was die jeden Tag auf dem Erfolgsweg auch blockiert. Deswegen ist bei mir, wie auch bei Tony Robbins, ganz, ganz, ganz wichtig, erstmal aufzuräumen mit irgendwelchen blockierenden Glaubenssätzen, weil erst dann bin ich in der Lage, richtige Schritte zu gehen und die auch erfolgreich zu gehen. Weil was man ganz oft feststellt, dass so ein limitierender Glaubenssatz wie zum Beispiel, ich muss jetzt unbedingt erstmal eine Webseite haben, bevor die nicht perfekt ist, kann ich nicht raus, weil kein Kunde kauft dann bei mir. Oder nee, ich muss jetzt noch 3 Zertifikate machen, weil ansonsten bin ich nicht gut genug für da draußen. Alle wollen ein Zertifikat sehen. Und das sind so klassische Glaubenssätze, wo man dann sagt, nee, also das bitte lassen, weil da blockiert man sich nicht nur am Erfolg, sondern man verliert auch Lebenszeit ohne Ende. Und deswegen räume ich immer erst bei den Glaubenssätzen auf, beim Mindset. Ja, ich glaube gerade das Thema Zertifikate, das ist so ein schön verbreiteter Irrglaube. Ne? Also mich hat noch nie jemand nach einem Zertifikat gefragt, also zumindest im Bereich, wenn man selbstständig ist. Ja, spannend. Hast du noch so ein Beispiel bei dir selbst, wo du gemerkt hast, oh, da haben Glaubenssätze dich blockiert, beziehungsweise da hat dir das Thema Mindset-Training enorm geholfen persönlich? Ja. Da habe ich das allerbeste Beispiel. Also es ist so gewesen, ich habe am Anfang, wo ich angefangen habe mit dem Coaching-Business, mir gedacht, ach, ich mache jetzt dann mal so ein paar Webinare und dann kaufen die Leute ganz toll und das ist alles ganz easy. Und dann habe ich das erste Webinar gemacht, habe mir riesen Ziel gesteckt, weil es war ja gewohnt vom Konzern, man muss große Ziele haben, weil wenn man große Ziele hat, dann hat man natürlich mehr Ansporn, die zu erreichen. Also habe ich mir große Ziele gemacht und hatte dann in meinem Webinar aber kein einziges Gespräch danach. Keiner hat gebucht und ich war zu Tode frustriert. Da hat man gedacht, na ja, vielleicht die falschen Leute oder vielleicht war das Webinar nicht gut genug. Ah ja, vielleicht bin ich auch einfach zu doof zum Verkaufen. Aber nee, das lag an allen anderen Sachen. Und dann habe ich das zweite Webinar gemacht, genau das Gleiche. Ich habe nichts an der Präsentation geändert, habe mir gedacht, na, das ist alles richtig, das ist alles super, was ich da mache. Und bin da reingegangen und habe gedacht, so, und jetzt muss es aber klappen mit dem Verkaufen. Und bin dann rausgegangen aus dem Webinar, kein Mensch hat irgendwas gekauft bei mir. Und ab dem Zeitpunkt war der Glaubenssatz bei mir geboren, ich bin zu doof zum Verkaufen. Und der hat mich wirklich ganz schön blockiert, weil bei jeder Situation, wo ich verkaufen sollte, habe ich gedacht, oh, nee, bei mir kauft ja sowieso keiner. Ist ja, nee, also Angelika, nee, schick jemand anderen vor zum Verkaufen, die können das alle besser. Und dann habe ich es dann so gemacht, dass ich in ein Verkaufstraining gegangen bin, weil ich gedacht habe, es bringt ja auch nichts, wenn jetzt fremde Leute meine Produkte verkaufen sollen, wenn ich selber nicht so überzeugend bin, dass ich die Menschen für mich gewinne. Ich bin Coach, hallo, also die müssen mich ja kaufen und nicht irgendein Produkt, weil wir tagtäglich zusammenarbeiten. Und dann habe ich mir wirklich ein sehr, sehr gutes Verkaufstraining geholt und da habe ich einmal das Verkaufen geübt und ich muss wirklich sagen, ich war da gesessen, der hat mich so gechallenged. Immer wieder, noch mehr und noch mehr. Und wir üben und Einwandbehandlung und was weiß ich alles. Ich war da gesessen, ich habe zum Heulen angefangen. Ich habe richtig gemerkt, in mir ist ein Kampf vom Allerfeinsten, in mir, nicht im Außen, in mir. Ein Kampf vom Allerfeinsten. Ich habe gesagt, mir ist total übel. Ich würde mir am liebsten übergeben. Ich will das nicht, ich mag das nicht. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, so Angelika, wenn du da durchgehst, dann hast du es geschafft. Und ich habe dann gesagt, okay, hilft alles nichts, ich übe jetzt einfach weiter. Und dann hat der Trainer zu mir was gesagt und das hat mir immens geholfen. Und das hat was mit Mindset und mit Glaubenssätzen zu tun, die man durch irgendeine Situation, durch ein Trauma, durch Kindheit, was auch immer aufbaut und die aber im Grunde falsch sind, wenn man die mal näher betrachtet. Und der hat zu mir gesagt,
guck mal, du erzählst mir jetzt innerhalb von einer halben Stunde, du bist zu doof zum Verkaufen, du kannst nicht verkaufen. Hast du in deinem Leben noch nie eine Situation gehabt, wo du überzeugend verkauft hast? Und dann habe ich so überlegt und habe gesagt, ja doch, natürlich habe ich das gehabt. Erstens mal konnte ich mein Diplomarbeitsthema an einer super Firma verkaufen. Die haben mir dann viel Geld bezahlt, dass ich die Diplomarbeiten bei denen schreibe. Habe ich gesagt, und dann habe ich ja als Jugendliche in einem Schuhgeschäft gejobbt und da war ich die beste Verkäuferin und der Verkäufer hat immer gesagt, also der Ladeninhaber hat immer zu mir gesagt, Angelika, du musst jedes Wochenende kommen, weil ich habe so hohe Umsätze wie mit niemandem anderen. Also du bist meine Spitzenverkäuferin. Zu dem Zeitpunkt, das ist ja viele, viele Jahre später gewesen, auch wenn ich jetzt aussehe wie 22, aber nee, es ist tatsächlich schon viele Jahre her. Und als ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, okay, ich habe mir einen völligen Schwachsinn eingeredet. Ich muss eher überlegen, wie kann ich diesen Weg sauber aufbauen, dass ich zum Schluss verkaufen kann. Und das habe ich dann gemacht und das ist eben auch das, wo man wirklich dran arbeiten muss, immer wieder in die Glaubenssätze reinzugehen, gerade wenn man merkt, man kommt mit einem bestimmten Thema nicht vorwärts. Es kann zum einen an den Glaubenssätzen liegen, die man sich permanent einredet, die auch behindern. Es kann aber daran auch liegen, dass ich die falsche Strategie einfach wähle. Dass ich denke, oh ja, ich mache das jetzt einfach mal allein, das wird schon klappen. Nee, wir leben leider in einer Zeit, wo Online-Business sehr, sehr professionell aufgezogen wird. Und da kann ich nicht einfach sagen, ach, ich poste mal irgendwas oder der Hund ist letztendlich da und ich mache jetzt ein paar Videos über den Hund und will aber was ganz anderes verkaufen als ein Hund, dann wird's halt schwierig. Und das ist das, wo ich sage, ich glaube, da strugglen ganz, ganz viele, wenn die im Business erfolgreich werden wollen, weil sie da nicht hingucken. Und ein Thema, ein Glaubenssatz ist, ich muss es allein schaffen. Das ist wirklich was vielen das Genick bricht. Anders kann ich es nicht sagen. Ja, definitiv. Und gerade das Thema Verkaufen, das ist, glaube ich, auch so ein Klassiker unter den Glaubenssätzen, mit dem viele zu kämpfen haben, wenn sie mit der Selbstständigkeit starten. Gibt es darüber hinaus dann noch 1, 2 andere Sachen, wo du einfach für dich gemerkt hast in den letzten Jahren, jetzt bist du ja auch schon einige Jahre selbstständig, Thema Mindset ist eben nicht nur was du deinen Kundinnen und Kunden quasi mitgibst, sondern auch, wo du einfach immer wieder ja wahrscheinlich an dir gearbeitet hast, aufs nächste Level gekommen bist, dass du da noch so eine weitere Erfolgsgeschichte, die halt ein Stück weit auch zeigt, Mindset-Training lohnt sich. Also ich persönlich weiß von 1, 2 deiner Beispiele, aber auch so Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht. Deswegen, vielleicht magst du da noch etwas teilen, denn da sind ja viele spannende Dinge auch passiert. Ich glaube, eine spannende Kiste ist auch gewesen, ich war 2022, bin ich an schweren Brustkrebs erkrankt. Und da habe ich wirklich die Diagnose aus dem Nichts gefühlt bekommen. Ich habe schon gemerkt, irgendwas ist da nicht so ganz, was sein sollte. Und der Vorteil war, dass ich aber so viel Mindset- und Glaubenssatzarbeit im Vorfeld gemacht habe, dass ich gewusst habe, okay, das ist jetzt was mir etwas sagen soll. Das ist jetzt nicht eine bitterböse Krankheit. Klar ist es nichts, was man unterschätzen sollte, aber es ist definitiv was ich managen kann, wenn ich mir überlege, okay, wie kam es dazu und was muss ich tun, damit ich rauskomme. Und dann habe ich angefangen, das Ganze sehr, sehr schnell, also ich habe die Diagnose bekommen und habe mir dann gedacht auf dem Heimweg, okay, was ist das Lerngeschenk dahinter? Und habe angefangen aufzuräumen. Okay, wie kam es dazu? Ja, du hast so viel Stress gemacht, nicht mehr gut um dich gekümmert, nur noch für die anderen da gewesen und so weiter. Und habe dann angefangen, wirklich mit meinem Kopf meinen Körper zu heilen. Und das hat extrem gut funktioniert. Ich habe da Tony Robbins Techniken angewendet, von Dr. Joe Dispenza Techniken angewendet und so weiter und habe dann sukzessive meinen Körper in eine sehr, sehr schnelle Heilung gebracht. Und man muss einfach dazu sagen, mir hat der Professor von der Uniklinik in Lübeck gesagt, es gibt keine Möglichkeit, diese Form von Krebs alternativ zu heilen. Ohne Chemokeule bin ich in einem halben Jahr tot. Das ist im Juni 2022 gewesen. Wir reden jetzt von 2025. Hallo, ich bin immer noch da. Ohne Chemo. Und ich habe sehr, sehr viel Glaubenssatzarbeit gemacht in dieser Zeit, sehr viel Mindset-Training, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung dann noch weiterhin und habe meinen Körper wirklich auf Heilung programmiert. Jeden Tag. Und ich glaube, das ist so ein unterschätztes Tool, was ich mit meinen Gedanken alles positiv verändern kann in meinem Leben, dass ich wirklich jeden Menschen dazu einladen möchte,
beschäftigt euch viel, viel mehr mit euren Gedanken, mit euren Glaubenssätzen, mit eurem Mindset, weil ihr könnt die schlimmsten Krankheiten heilen. Das geht vielleicht nicht immer und nicht immer bei jedem. Ich möchte jetzt da keine Heilungsversprechen machen. Bei mir hat es extrem gut funktioniert und das ist einfach was ich sehe, was ganz viele Menschen viel zu wenig betrachten, sich selbst und ihre Gedankenwelt und das, was sie sich jeden Tag einreden. Mir geht so schlecht, alle anderen sind besser und so weiter. Dann kann es nicht funktionieren, dass man in einer besseren State kommt. Ja, hast du da noch so ein konkretes Beispiel? Also wie hast du quasi mit deinen Gedanken deinen Körper geheilt? Nennen wir das mal so. Also war das dann ein Satz, den du dir quasi immer wieder selber vor Augen geführt hast und reingespürt hast? Oder mit welcher Technik hast du das gemacht? Also es waren diverse Themen. Ich habe also wirklich erstmal aufgeräumt und mir gedacht, okay, was mache ich alles gerade in meinem Leben, was ich eigentlich nicht machen will? Oder was mir Energie zieht, was mir Lebensfreude zieht. Habe da schon mal aufgeräumt. Und dann war es tatsächlich so, dass ich jeden Morgen meinen Körper gefragt habe, okay, was brauchst du heute, um zu heilen? Und da habe ich immer Impulse bekommen. Also ich bin sehr feinsinnig, feinspürig mit meinem Körper geworden und habe gesagt, okay, du kennst die Heilung und den Heilungsweg, also zeig mir den. Und ich fange jetzt an, mal das Gehirn auszublenden, sondern programmiere mich nur noch auf das Gute, auf die Heilung. Und ich habe zum Beispiel jeden Tag zu meinem Körper bestimmt 130 Mal gesagt, meine Zellen sind gesund, ich bin glücklich, ich bin voller Lebensfreude, ich habe eine lange, wunderschöne Zukunft vor mir und ich nehme jedes Geschenk an, um mich weiterzuentwickeln zu einem besseren Menschen und zu einem besseren Leben. Und da habe ich viel Meditationsarbeit gemacht, viel reingespürt und geguckt, wo gilt's nur irgendwas aufzuräumen, wo ist nur irgendwas auf dem Weg so, dass es mir eher blockiert oder schadet oder ich Dinge mache, die ich eigentlich gar nicht machen will. Und so ging es sehr, sehr schnell. Also ich hätte eigentlich beim alternativen Krebsmediziner dann eine Therapie machen sollen in Hannover. Ich wohne ja bei Hamburg. Und der hatte zum Beginn, wo wir unser erstes Gespräch gemacht haben, hat er gesagt, oh, wow, da müssen wir schon ein bisschen was machen, weil der Krebs ist extrem schwer und stark und intensiv und auch schnell wachsend. Und der hat aber gesagt, naja, so schnell sterben's nicht und wir treffen uns einfach in 5 Wochen, dann fangen wir mit der Therapie an. In der Zeit habe ich gesagt, ich habe gar keine Lust auf irgendeine Therapie, ich heile mich selber. Und als ich dann dorthin gekommen bin, nach 5 Wochen, hat das Blut abgenommen, hat gesagt, da ist ja nichts mehr sichtbar von Krebs. Und wer schon Berührung mit Krebs hatte, weiß, es gibt bestimmte Parameter im Blut, wo man einfach sieht, okay, das ist Krebs oder da ist kein Krebs. Bei mir waren alle Werte normal. Und das ist wirklich irre. Und der hat mir angeguckt und hat gesagt, was haben Sie denn gemacht? Sag ich habe wirklich einfach nur komplett mit mir innerlich aufgeräumt. Und das hat zur Heilung beigetragen. Und zwar zur sehr, sehr schnellen Heilung. Das ist auf jeden Fall eine beeindruckende Geschichte, die die Kraft der Gedanken, des Mindsets auf jeden Fall mal wieder bestätigt. Auf persönlicher Ebene natürlich, ist bei jedem anders, aber was möglich ist, das sieht man auf jeden Fall in deiner Geschichte auch. Sehr cool. Schon mal vielen lieben Dank auch für diese Geschichte, ist wirklich beeindruckend. Jetzt hätte ich noch eine Frage, wenn ich jetzt zuhöre und sage, ich finde das total faszinierend, ich will auch anfangen, selbstständig zu sein, ich habe auch viele Weiterbildungen gemacht, weiß aber nicht, wie ich das auf die Straße bringe und damit anderen Menschen helfen kann. Wie kann ich jetzt dich und dein Angebot besser kennenlernen? Also es gibt bei mir immer kostenlose Kennenlerngespräche, einfach mal, um miteinander abzustecken, wo stehst du, wo willst du hin, was sind so deine großen Träume, Ziele, Visionen. Und dann kann man gucken, passt es nicht. Und ich habe verschiedene Möglichkeiten, wie man mit mir zusammenarbeiten kann, entweder in einzelnen Themen, im 1:1, oder ich habe ja auch die Akademie seit 2023, wo ich Coaches in der Gruppe begleite mit einem Team von Experten, ihr Business aufzubauen. Und da gucken wir am besten im Erstgespräch mal, oder es gibt auch die Möglichkeit, eine kostenlose Masterclass sich anzugucken, und da kann man ein bisschen auch sehen, was Sinn macht und wie man den Weg geht. Und ich freue mich auf alle Fälle, wenn ganz viele Menschen mit ihrem Wirken rausgehen und vor allem erfolgreich werden, um die Welt zum kleinen Stückchen besser zu machen. Ja, sehr schön. Wir packen auf jeden Fall die ganzen Links sowohl zu deiner Webseite als auch zu der kostenlosen Masterclass unter das Video. Insofern schaut da auf jeden Fall mal vorbei und genau, kontaktiert Angelika einfach, wenn ihr sonst Fragen habt. Könnt ihr auch gerne einfach mal die Folge kommentieren. Auch da werden wir natürlich drauf schauen und die Fragen dann beantworten. Dann, liebe Angelika, wir kommen schon langsam zum Abschluss. Herzlichen Dank für die Inhalte, die fachlichen. Und jetzt darfst du noch ein paar Sätze vollenden. Das darf jeder Gast hier Podcast, insofern auch du. Lass uns starten. Es gibt kein richtig und falsch, einfach spontan. Der erste Satz lautet:
Persönlichkeitsentwicklung bedeutet für mich? Jeden Tag in mich selbst reinzugucken und zu wachsen, um ein besserer Mensch zu werden und vielleicht die Welt auch zum besseren Platz für alle zu machen. Sehr schön. Der zweite Satz lautet, Leben bedeutet für mich. Leben bedeutet für mich, das zu tun, was mir wichtig ist, Menschen um mich zu haben, die ich liebe und von denen ich auch geliebt von denen ich auch geliebt werde und vor allem mich selbst auch zu verwirklichen in den Dingen, die mir wichtig sind. Sehr schön. Und der letzte Satz, wir sind bei Erfolgsgeflüster, wir haben auch schon ganz viel über Erfolg gesprochen bei dir, deswegen der letzte Satz lautet, Erfolg bedeutet für mich. Erfolg bedeutet für mich, bei mir selber anzukommen und das in die Welt zu bringen, was ich aus dem tiefsten Herzen gerne in die Welt bringen möchte. Und Erfolg ist bei mir eine Form von innerlicher Zufriedenheit, ein Glücksgefühl, wo ich sage, ja, jetzt bin ich angekommen. Und es heißt aber auch, dass ich finanziell die Dinge umsetzen kann in meinem Leben, die ich gerne machen möchte und einen Weg gehe, der jeden Tag die Treppe ein kleines Stückchen bergauf geht. Wir wissen alle, das ist nicht immer alles nur bergauf, sondern manchmal kommt eine Welle. Aber Erfolg heißt für mich auch, dass ich einfach, ja, der Mensch sein kann, der ich von Herzen gerne bin. Sehr schön. Auch vielen Dank für diese Einblicke. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, Angelika, dass du da warst. Abonniert gerne den Podcast. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut und bis dann.